Ja, es ist schön, euch zu sehen heute Morgen. It's good to see you all this morning. Und das ist so eine, ja, wie sagt man das? So eine Jungfernfahrt für uns heute. Ne? Wir sind zum ersten Mal so im Duo unterwegs und das ist auch mal ganz spannend. This is the first time that we've ever done this as a dynamic duo, and so this is kind of exciting. Ja, mal gucken, wie dynamisch das heute wird. We'll see how dynamic it really is. Ja. Aber wir wollen heute uns ein Thema anschauen, was ich sehr interessant war, weil wir letzte Woche schon mal darüber gesprochen haben. We're going to continue with a topic that we began last week, and I think it was very interesting. Und zwar ging es um Ehrfurcht. And it was about reverence. Und Amy hat uns viel über Ehrfurcht erzählt. Amy talked a lot last week about the fear of the Lord, or reverence. Und das hat begonnen, etwas in mir zum Nachdenken zu bringen. And this stirred up something in me that really made me begin to think about this. Im August war ich im Urlaub gewesen. In August, I was on vacation. Es war sehr schön, so 2 Wochen mal raus. Und It's nice to be 2 weeks on the road, gone. ja, und auch mit Gott zu suchen und ein bisschen drüber nachzudenken und sein Wort zu lesen. I also had some time to seek the Lord and to read His Word and think about things. Und da gab es eine Geschichte, die mich besonders angesprochen hat. Und diese Geschichte, über die werden wir uns heute anschauen, aber die hat ganz viel damit zu tun, was Amy auch gesagt hat letzte Woche. And there was a story that I read during that time that really spoke to my heart, and it's a story that further illustrates what Amy began talking about last week. Ja. Und als ich so gemerkt habe, dass ich darüber gerne sprechen würde, bin ich bei uns in die Kleingruppe reingegangen, habe gesagt, hey, lass uns doch mal über das sprechen, was wir bei Amy gehört haben. And last Sunday, that it got me so stirred up, I brought this topic to our small group, to our life group, and I said, hey, let's talk about this some more, and it led to this message this morning. So, da haben wir uns, Amy hat über den Psalm 34 gesprochen, den haben wir uns so ein bisschen angeschaut. Amy she preached from Psalm 34 last week, and we looked at that again in our life group. Und dann sind wir zu diesem Punkt gekommen, zu sagen, okay, was bedeutet eigentlich Ehrfurcht heutzutage? And we got talking about this subject. What does reverence mean to us today? Ja, bedeutet das eigentlich noch was? Haben wir das noch? Erleben wir das noch? Gibt es noch Ehrfurcht? Is it really relevant for us? Does this affect us today? Is it something that we talk about? So, welche konkrete Auswirkungen hat Ehrfurcht in ganz vielen verschiedenen Bereichen, in denen ich so bin, auf mein Leben? And what real effect does it have in various areas of my life when I think about the subject of reverence? Es gab einen bedeutenden Mann, viele kennen ihn, Albert Schweitzer. There was a famous German by the name of Albert Schweitzer. Und er hat am Anfang, Mitte des 20. Jahrhunderts gewirkt. And at the beginning of the 20th century, he was writing. Und das, was ihn ausgemacht hat, war ein Statement, das er geprägt hat, nämlich Ehrfurcht vor dem Leben zu haben. And there was kind of a motto or a theme that ran throughout his writings. It was like the motto of his life, and that was reverence for life. Ja. Und das wollte er, weil er ganz viel gesehen hat, dass das gerade nicht stattfindet. Da, wo er in Afrika war, in all den Umständen, hat er gesehen, hey, hier gibt es keine Ehrfurcht, und er wollte, dass es Ehrfurcht wieder gibt. And this was important to him because he had spent a lot of time in Africa, and he came to the conclusion that there's not a lot of reverence for anything in this world anymore. Und Albert Schweitzer hat auch gemeint, hey, mein ganzer Lebensstil muss davon geprägt sein, wenn ich Ehrfurcht vor dem Leben habe. And Albert Schweitzer was of the opinion, I need to have reverence for all things in life, and that should affect my entire lifestyle. Ja. Seine Idee war, hey, wenn das alle machen würden, dann würde diese Welt besser aussehen. And his idea was if everybody had a reverence for life, then it would make the world a better place. Ja. Aber wenn wir uns dann die heutigen Umstände anschauen, dann ist das nicht ganz der Fall. And if we look at the current situation in this world, it's not really you can't really say that's true. Ja, es gibt nicht überall Ehrfurcht vor dem Leben. We don't see everywhere that people have a reverence for life. Ja. Zu viele Kriege, zu viele Hungersnöte, zu viel Ausbeutung. There's so much war, there's so much famine, there's so much things that have happened that are negative. Und ich habe mich gefragt, okay, wenn er das beansprucht, ist dann Ehrfurcht eigentlich was Natürliches? Haben wir Menschen einfach so Ehrfurcht? And do we as people, do we have a reverence for things in this life? Oder kommt Ehrfurcht vielleicht erst? Is it something that we produce ourselves, or is it something that is developed over time? Im 19. Jahrhundert, da hat man sich mehr Gedanken gemacht aufgrund der Hierarchien und der Institutionen, was Ehrfurcht so ist. In the 19th century, there was a lot more time invested in thinking about the hierarchy of things and in respect for these things in life.
Und die haben gesagt, Ehrfurcht ist der höchste Grad der Ehrerbietung. And it's written and said, reverence is the highest degree of deference. Das ist das Gefühl der Hingabe an dasjenige, was man höher schätzt als sich selbst. And it's a feeling or an attitude of deep respect tinged with awe or devotion for something higher than oneself. Sei es eine Person oder eine geistige Macht, ein Vaterland, Wissenschaft, Kirche, Staat, Menschheit oder eine Gottheit. Whether that be a person, a spiritual power, for example, maybe even your home country or science, the church, the state, humanity itself, or even a God. So. Ehrfurcht bedeutet dieser Definition nach also, dass ich wirklich Ehrerbietung und Hingabe gegenüber etwas habe, was ich höher schätze als mich selbst. And according to this definition of reverence, it means that I defer to something that is higher, something that I value that's greater than myself. Und ich glaube, wenn wir diese Definition Glauben schenken, dann muss Ehrfurcht immer irgendwie Konsequenzen auf meinen Lebensstil logischerweise haben. And if we're going to operate today with this definition as kind of a foundation, then it's going to have a real life application to how I live my life and what I do. Und meines Erachtens nach, wie ich in Ehrfurcht wachsen oder hineinwachsen kann, zeigt mir der Text, den wir heute lesen wollen. And today we're going to look at a Bible text that has helped me to put this in perspective, and I see how this reverence for God grows in my life and develops. Genau. Und zwar wollen wir heute gerne in 2. Samuel einfach hineinschauen, 6, 1 bis 11. So we're going to look at 2 Samuel chapter 6 verses 1 through 11. Ein Buch des Alten Testaments. It's a book in the Old Testament. Da gibt es eine Parallelstelle, das ist sehr interessant. Es gibt in Chroniken immer noch mal eine Parallelstelle, oft zu Samuel oder zu Königen, wo Handlungen noch mal wieder erzählt werden. And it's interesting because there's another book in the Old Testament called the Chronicles, and it parallels the books of Samuel, and so you get another version of the same story. Genau, die Geschichte findest du wieder in 1. Chronik 13, 1 bis So if 14. you'd like to read the same passage or the same story later today, it's in 1 Chronicles chapter 13, 1 through 14. Aber wir wollen einfach mal reinschauen in den Text. Now let's look at the text together. Bevor wir das tun, möchte ich gerne noch beten. Before we jump into the text here, I'm going to pray. Danke, Jesus, dass wir uns heute mit dem Thema Ehrfurcht auseinandersetzen dürfen. Lord Jesus, thank you that we can focus on the topic of reverence for you today. Und danke dafür, dass du heute noch sprichst und danke, dass du uns unsere Ohren öffnest. Thank you that you speak to our hearts even today. Open our ears. Ja. Jesus, wir bitten dich, dass du redest. In deinem Namen. Amen. We ask you, Lord, to speak to us today in your name. Amen. Und David versammelte nochmals alle auserwählten Männer in Israel, 30.000. Und David machte sich auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, von Baal Juda, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, bei welcher der Name angerufen wird, der Name des Herrn, der Herrscher, der über dem Cherubin thront. Und sie setzten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und holten sie aus dem Haus Abinadabs, das auf dem Hügel war. Usa aber und Ario, die Söhne Abinadabs, lenkten den neuen Wagen. Und sie führten sie aus dem Haus Abinadabs weg, das auf dem Hügel war, und begleiteten die Lade Gottes. Ario aber ging vor der Lade her, und David und das ganze Haus Israel spielten vor dem Herrn, und allerlei Instrumenten aus Zypressenholz, mit Zittern, mit Harfen, mit Tambourin, mit Schellen und mit Zimbeln. Then David again gathered all the elite troops in Israel, 30,000 in all, and he led them to Baalah of Judah to bring back the ark of God, which bears the name of the Lord of heaven's armies, who is enthroned between the cherubim. And they placed the ark of God on a new cart and brought it from Abinadab's house, which was on a hill. Uzzah and Ahio, Abinadab's sons, were guiding the cart that carried the ark of God, and Ahio walked in front of the ark. David and all the people of Israel were celebrating before the Lord, singing songs and playing all kinds of musical instruments. Wenn wir das so lesen, dann wissen wir nicht unbedingt, warum das gerade passiert und was da gerade vor sich geht. And when we read this, it's important to understand what's going on here and also what happened right before this. Also, da wird erzählt, dass David das ganze Volk zusammentrommelt. There it tells us that David gathered together all the people. Und wenn man ein paar Kapitel vorher in Samuel liest, merkt man, hey, David ist gerade erst König geworden.
And if you read in a couple chapters right before this, you realize that David had just been crowned king. Ja, und eine der ersten Handlungen, die David gemacht hat, war, Jerusalem zu seinem Machtzentrum, politischen Machtzentrum zu machen. And one of the first things that David did in securing his kingdom was to make Jerusalem the center of his political power. Und jetzt hatte er im Kopf zu sagen, okay, ich kann es zur politischen Zentrale machen, aber ich möchte es auch zur religiösen Zentrale meines Volkes machen. And he had the idea, it's great that this is a political center, but this also needs to be the spiritual center of this kingdom. Ja, für ihn war klar, hey, wir sind das Volk Gottes, wir verstehen uns als Volk Gottes, also muss ich sie auch als Volk Gottes zu mir führen. So it was clear to David that the Israelites were the people of God, and so therefore he needed to lead the people of God spiritually. Ja. Und die Bundeslade symbolisierte genau das. And the Ark of the Covenant symbolized that. Sie symbolisierte diese gemeinsame Jahwe-Verehrung der 12 Stämme. It symbolized the community of believers of the 12 tribes coming together to honor Yahweh. Um das möglich zu machen, dass wirklich alle zusammenkommen in eine Zentrale, hat er gesagt, hey, lasst uns die Bundeslade nach Jerusalem holen, sodass alle, die Gott auch anbeten wollen und ihn ehren wollen, nach Jerusalem kommen. So David came to the idea that, hey, we should bring the Ark of the Covenant together here to Jerusalem, and that'll bring all the people together as well. Und ich glaube, es teilt uns auch mit, wer David war, denn er war ein Mann Gottes, der gesagt hat, hey, ich möchte nicht nur, dass mein Volk mir folgt als ein Leiter, ich möchte auch, dass mir mein Volk folgt, indem es Gott folgt. And this really shows us and reveals something about the character of David. He said, I don't want people just to follow me as their king and leader, but I want them to follow me as follow me in worship of Yahweh. Und bevor wir weitergehen, möchte ich noch mal kurz erklären, was eigentlich diese Bundeslade, die in der Geschichte, die wir uns anschauen, eine große Rolle spielt, überhaupt ist. So before we go any further, maybe we should explain what the Ark of the Covenant was and what kind of a role it played in the community. Ich habe leider vergessen, ein Foto einzufügen, aber ihr könnt das ja einfach mal googeln, Bundeslade. Yeah, I forgot to put a picture here, but all you got to do is pull out your phone and Google Ark of the Covenant and you'll get a picture. Ja, und du siehst es sofort. Also es ist eine große Truhe aus Gold, It was a mit Gold big überzogen. chest that was covered in gold. Ja. Und dann gab es so 2 Engel, Cherubine, das sind nicht so nette kleine Engelchen, sondern große, gewaltige Engel, die dann da drauf And there were 2 positioniert golden waren. angels on the top of it, and they weren't just nice little Cupid angels. These were powerful, mighty angels called the cherubim. Ja. Und in dieser Bundeslade befanden sich 2 steinerne Tafeln, die das Gesetz oder die 10 Gebote, wo die 10 Gebote drauf waren. And in this ark or in this chest were the actual 10 commandments that God had given the people. Und für das Volk Gottes war diese Bundeslade so der wichtigste Gegenstand, das wichtigste Symbol für die Gegenwart Gottes. And this Ark of the Covenant was the most important article or instrument that God had given them because it symbolized God's presence with Israel. Weil sie durften sich kein Bild von Gott machen, aber sie gingen davon aus, hey, Gott thront auf diesen Händen der Cherubin. Das ist sein Thron. And it was forbidden for the Israelites to make an image of God or a statue of him. So this was the closest thing they had that you could touch and see. And it was said that God's presence was enthroned amongst the cherubim. Ja. Das war total wichtig für das Volk Israel. Diese Bundeslade hatte ganz, ganz viel Bedeutung. So the covenant was very important to the people of Israel. Aber jetzt haben wir ja gelesen, dass David sich mit seinem Volk aufmacht und sagt, okay, ich möchte die Bundeslade zurückbringen oder beziehungsweise zum ersten Mal nach Jerusalem bringen. And so we see that David says it's important. We need to bring the ark into Jerusalem. Ja. Und wenn man die 1. Samuel 4-7 liest, And if you read in 2 Samuel chapter 4 through 7, dann wirst du ganz witzige, interessante und manchmal ganz erschreckende Geschichten lesen. you'll read some very interesting but also some very shocking stories. Ja, weil die Bundeslade so durch das Land marschiert. Because the Ark of the Covenant was transported throughout the country. Ja. Zuerst war es nämlich so, dass die Israeliten dachten, hey, wenn wir die Bundeslade mit uns haben, dann ist Gott mit uns. Folge, wir sind unschlagbar. The Israelites came to the conclusion, as long as we have the ark with us, then that means God is with us, and so wherever we take the ark, God goes with us. Ja. Sie hatten gedacht, okay, der ist nicht drauf, sondern der ist mehr in der Lade. Gott in meiner Lade. They kind of misconstrued it. Instead of God, his presence resting above it, they believed God was in it, in the box. Und deswegen haben sie die Lade geholt, als sie gerade wieder einen Krieg hatten gegen die Philister.
So they were having a war against the Philistines, and they took the ark with them into battle. Und Gott ließ es zu, dass sie nicht gewonnen haben. And God allowed it that they actually lost the battle. Und er ließ auch zu, dass die Philister diese Lade von ihnen wegnahmen. And he even allowed the Philistines to steal it away from them. They took the ark. Und ich glaube, es war ein großer Sieg für die Philister. Die dachten, boah, wir haben das Heiligste von den Israeliten weggenommen und jetzt werden wir mal gucken, was wir damit machen. And this was quite a victory for the Philistines because they took the most holy object of the Israelites away from them, and it was a spoil of war. Ja. Und sie haben sie so an verschiedenen Orten positioniert, And they began to put it in different towns. weil an jedem Ort immer ganz viel Unheil über sie kam und sie dachten, okay, wie sieht's aus, wenn wir die dorthin oder dorthin schaffen? The reason they put it in different towns is because everywhere they set it up, a curse would happen and there would be sickness and a plague. Ja. So they moved it from town to town. Also für sie war das nicht ein Symbol für den allmächtigen Gott, sondern es war einfach nur ein Siegeszeichen. Because they didn't see it as a symbol of the Almighty God. They saw it simply as a spoil of war. Und sie behandelten es mit Respektlosigkeit und mit Missachtung. They did not respect it. Ja. Und das führte dazu, dass die Philister gesagt haben, okay, dieses Ding richtet so viel Unheil an, wir müssen das wieder zurückschicken. And so eventually they came to the conclusion, this thing is really unlucky and bad luck. We need to get rid of it. And so they sent it back. Ja. Und es wird so zurückgeschickt und die Israeliten, die wissen auch erstmal nicht, was sie damit machen sollen, bis Leute kommen, die wirklich einen Plan haben. Und es bleibt dann an diesem Ort, wo die Leute in Ehrung und Respekt mit dieser Lade umgehen. And the ark was sent back to Israel, and unfortunately Israel didn't really know what to do with it at first. And so they put it in one of the towns in a place where the locals would honor it and respect it. 80 Jahre lang befand sich diese Lade an diesem einen Ort bei dieser einen Familie. And for 80 years the ark was in this one town and under the care of one family. Und jetzt sagt David, hey, ich will mein Volk sammeln und es unter Gott stellen, deswegen brauche ich die Bundeslade. And so David came to the conclusion, I need to get our people back in line with God, and I need to get the Ark of the Covenant and bring it back. Also macht er sich auf, holt die Bundeslade, feiert und freut sich. And so he went and he got the Ark, and they began to celebrate. Und dann passiert das, womit man nicht rechnet. And then something happened that nobody reckoned with. Und das wollen wir weiterlesen. And we're going to continue to read. Verse 6 bis 10. We're going to read verses 6 to 10. Und als sie zur Tenne Narons kamen, griff Usa nach der Lade Gottes und hielt sie fest, denn die Rinder waren ausgeglitten. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa und Gott schlug ihn dort wegen des Vergehens. So starb er dort bei der Lade Gottes. Aber David entbrannte darüber, dass der Herr mit Usa einen solchen Riss gemacht hatte. Darum nennt man diesen Ort Peres Usa bis zu diesem Tag. Und David fürchtete sich vor dem Herrn an jenem Tag und sprach, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Deswegen ließ David die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids hinaufbringen, sondern er ließ sie beiseite führen, das Haus Obed-Edoms, des Gaditers. And they took the ark, and when the ark arrived at the threshing floor, the oxen stumbled. And Uzzah reached out his hand to steady the ark of God. And then the Lord's anger was aroused against Uzzah, and God struck him dead because of this. So Uzzah died right there beside the ark of God. David was angry because the Lord's anger had burst out against Uzzah. And David was also now afraid of the Lord and asked, how could I ever bring the ark of the Lord back into my care? So David decided not to move the ark into the city of David. Instead, he took it to the house of Obed-Edom of Gath. Kennt ihr das, wenn man die Geschichten der Bibel liest und man kommt so an Punkte, wo man denkt, buh, was ist da los? Has this ever happened to you before? You're reading a Bible story and you come to a certain part of it and you go, what just happened? Du kriegst so richtig Bauchschmerzen, wenn du das liest. And it turns your stomach when you read it and you feel really uncomfortable. Ja. Und vielleicht ist die erste Reaktion, also eine meiner ersten Reaktionen wäre, hey, das geht doch nicht. And maybe your first reaction is like mine. I go, wait a minute, that can't happen. Ja, warum passiert das hier? Why did that just happen? Hey Gott, du bist doch mein lieber Vater, ja, du bist doch so ein netter Typ. Wie kannst du das denn passieren lassen? God, you're a loving father. You're a nice guy. How could you do such a thing?
Mann, was für ein Gott diene ich da, der sowas macht? What kind of a God do I serve that would do something like this? Gott, siehst du nicht, der hatte eine gute Absicht. Ja, die Bundeswehr wäre runtergefallen, der hat sie aufgehalten. God, don't you see that this guy had really good intentions? If he hadn't stuck out his hand, the thing would have fallen off the cart. Weißt du, damals waren die Straßen schlecht, Herr. Die hatten nicht so gute Technik. You know, Kannst du doch mal ein bisschen nachsehen. They didn't have as good a technology back then. You could have given them a little slack. Ja. Aber es passiert nicht. But that's not what happened. Es gibt Ereignisse in unserem Leben, da fragen wir oft, warum. And, you know, there's also things that happen in our lives, and we ask the question, why? Da gibt es harte Sachen, die passieren und wir fragen, warum. There's hard things and difficult things that happen in our lives, and we also ask, why? Es gibt ein Buch hier, das konfrontiert mit ganz, ganz vielen harten Dingen. There's a book in the Bible called Job where we're confronted with a lot of difficult and hard things. Aber wir lernen da gleichzeitig, dass das Warum und die Antwort darauf oft unsere Vorstellung überschreitet. What we learn through that is that often the why, the answer to the why, exceeds our capacity for understanding. Aber ich glaube, dass hier das nicht der Fall ist. But you know what? I don't think that's the case in this story. Ich glaube, dass Gott eigentlich möchte, dass wir diese Frage Warum stellen. I think God wants us to ask the question why when we read this story. Dass wir das nicht einfach so hinnehmen und sagen, oh, das müssen wir jetzt irgendwie harmonisieren mit unserem Gott, das muss jetzt irgendwie passen. And I don't think that it's a kind of story where we're trying to just figure out how can I reconcile this with my picture of God. Sondern Gott möchte, hey, frag dich mal, warum das passiert ist. But God is wanting us to ask, why did this happen? Und das Gute ist, ich habe ja schon gesagt, dass es nicht nur im 2. Samuel niedergeschrieben ist, sondern auch in 1. Chronik. And what's good is that there's two versions of this story. There's one in 2 Samuel, but we also get another report in 1 Chronicles. Eine andere Version, wo wir mehr Hintergrundwissen erhalten über das, was noch passiert ist und was darauf passiert. And when you read the other story in 1 Chronicles, you get more background information, you get more details that helps you understand what was going on here. Ich möchte ein bisschen vorgreifen. Ich möchte erstmal lesen, was David im Folge dessen gemacht hat. And I want to read then some more of the text here and see what David did, his reaction. Genau. Und diese Reaktion finden wir in 1. Chronik 15, 13 bis 15. We find it in 1 Chronicles chapter 15, verses 13 to 15. Denn das vorige Mal, also das, was wir gerade gelesen haben, als nicht ihr es wart, machte der Herr unser Gott einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht suchten, wie es sich gebührt. So heiligten sich die Priester und Leviten, um die Lade des Herrn, des Gottes Israel, hinaufzubringen. Und die Söhne der Leviten trugen die Lade Gottes auf ihren Schultern, die Stangen auf sich liegen, wie es Mose geboten hatte, nach dem Worte des Herrn. And David says, "It was because you, the Levites, did not bring up the ark the first time that the Lord our God broke out in anger against us. We didn't inquire of him about how to do it in the right way, so the priests and the Levites consecrated themselves in order to bring up the ark of the Lord, the God of Israel. And the Levites carried the ark of God with the poles on their shoulders, as Moses had commanded in accordance with the word of the Lord." Weißt du, es ist gut, wenn du Sachen in der Bibel liest. You know, it's good to read these details in the Bible. Aber es ist immer wieder gut, sich bewusst zu machen, okay, viele Informationen und viele Geschichten stehen in einem großen Kontext. But it's also good to remind yourself that a lot of this information has a specific context. Und wenn du nur Samuel liest, dann findest du das nicht, wie David wirklich reagiert. And if you only read the Samuel version of this story, you don't get the whole picture. You don't see how David reacted. Du bekommst nicht dieses Eingeständnis und die Reaktion, die darauf folgt. You will miss the response, and that's important. Es ist deswegen passiert, und das Warum nehme ich mal da so raus, ist passiert, weil sie Gott gegenüber ungehorsam gewesen sind. The reason that this happened, the reason that something terrible happened is because they were disobedient to God. Sie haben die Lade nicht so transportiert, wie Gott ihnen gesagt hatte, dass sie transportieren sollen. God had given them a specific instruction on how to transport the Ark of the Covenant, and they ignored that. They didn't do it. In 5. Mose 10, Vers 8, in 4. Mose gibt es ganz viele Stellen, wo Gott immer wieder hinweist, hey, wenn ihr mit der Lade Gottes zu tun habt, dann macht bitte Folgendes und handhabt es folgendermaßen. In the book of Deuteronomy, in chapter 10, there are detailed instructions on how to transport and move the ark, and God said, that's the way I want it done.
Und David hatte das nicht mehr so richtig im Kopf, anscheinend. And apparently David didn't really have that in mind when he started to do this. Stattdessen macht es genau, wie die Philister es gemacht haben, wie sie umgegangen sind. Er nimmt einen Wagen, er nimmt 2 Kühe und fährt will die Lade zu sich transportieren. What's interesting is David attempted to move the ark the same way the Philistines had moved the ark. He took a wagon, he took 2 cows, and he stuck the ark in the wagon to move it. Er hat sich nicht darüber Gedanken gemacht, okay, Gott, wie willst du es, sondern, okay, wie geht es am praktischsten und wie haben es die Philister gemacht, so mache ich es auch. He didn't think about, God, how do you want to do this? He thought about the way the other people did it, and he imitated what the Philistines did. Und dann gibt es nochmal eine spezielle Ansage von Gott bezüglich Anfassen der Bundeslade. And there was even a special rule or law from God about touching the ark. Ja, das ist nicht so, wie wenn du zu deinem kleinen Kind sagst, hey, fass mal die heiße Herdplatte nicht an. It's not like when you say to your kid, don't touch the hot stove. Ja, da verbrennst du dich nur. You're gonna burn yourself. Aber Gott hat ausdrücklich gesagt, habe ich auch hier als Text, hey, fass es nicht an. But God had specifically said, don't touch it. Ja. Wir lesen mal kurz den Text. 4. Mose 4, Vers 15. Wenn nun Aaron und seine Söhne beim Aufbruch des Lagers mit dem Bedecken des Heiligtums all seiner Geräte fertig sind, so sollen danach die Söhne Kahats hineingehen, um es zu tragen. Sie sollen aber das Heiligtum nicht anrühren, sonst würden sie sterben. Das ist die Arbeit der Söhne Kahats an der Stiftshütte. Vielleicht ist ein Vers danach. Jedenfalls geht es in dem Text dann darum, dass die Bundeslade nur so transportiert werden soll, dass sie transportiert werden soll und sie nicht anfassen sollen. In this same passage of Scripture, he's talking about how to respect holy things, but he's also talking about the transport of the Ark of the Covenant, and he was saying specifically, don't touch it or you will die. Ja, genau, also das Heiligtum, an anderer Stelle bezieht sich das tatsächlich auf die Bundeslade und die sollen sie nicht berühren. Und das ist interessant, weil Gott zuvor gesprochen hat, dass es dem Volk kund war und sie es nicht gemacht haben. What's interesting, God had said this to his people and they had ignored the warning. Also ich glaube, die Geschichte ist herausfordernd. Die Geschichte ist vielleicht auch so, dass wir sagen, okay, ist es ein triftiges Warum? This is a challenging story. And it begs us to ask that question, why? Aber ich glaube, es ist auch eine Geschichte, die wir mal auch anders angucken dürfen, mit der Frage, hey, was lehrt mich die Geschichte eigentlich über Gott? But I believe that when we read this story, we can also ask the question, what is this story teaching me about God himself? Ja, warum handelt Gott in der Art und Weise gerade in der Situation? Why did God act the way he did in this situation? Ich glaube, was diese Geschichte mir und dir über Gott lehrt, ist, dass wir einem lebendigen Gott gegenübertreten. I think that the main point this story teaches us is that we serve a living God. Weißt du, als er diese Bundeslade anfasst, da wird da geschrieben, Gott wird zornig. Because it says when Uzzah reached out and touched the ark, God's wrath broke forth. Weißt du, Gott sind nicht alle Dinge, die wir tun und machen, egal. That shows us that the things that we do they do matter to God. Weißt du, sie tangieren ihm, ja, es ist ihm wichtig. It's important to him. He cares about what we do. Weißt du, ihm ist nicht egal, was du oder was ich mit meinem Leben machen. Yeah. He just doesn't. It's not that God doesn't care about what we do. He's very interested specifically in how we act. Ja. Wir kennen das vielleicht von uns auch, dass wir manchmal über bestimmte Situationen zornig werden. We can see that in our own lives. There are things that make us upset or we get angry about in our own lives. Ja, aber ich glaube, es gibt hier einen Unterschied. Also Gott wird nicht nur einfach so zornig, sondern er hat einen bestimmten Grund, warum er zornig wird. But you know, God's not getting angry here for just because he got ticked off. He has a very specific reason why. Und also er wird auch nicht nur zornig, weil er irgendwie verletzt worden ist, He's not getting angry because he was injured. sondern weil Gott sagt, hey, ich kann das, was da gerade passiert, einfach nicht so hinnehmen. But what God is getting angry in this situation because he says, this cannot happen. I cannot allow this. Ja, Gott sagt, hey, das ist mit dem, was ich vorhabe, mit der Intention, warum es diese Lade gibt und wie wir damit umgehen, das passt da nicht rein.
because this does not fit with the bigger picture and my intentions for my people. Ja. Ich habe das niederschreiben lassen, nicht damit man das bricht oder damit man das ignoriert. I didn't have this law written down just so that you could break it or ignore it. It wasn't a suggestion. Ja, genau, es war nicht so ein Vorschlag, mach mal oder mach nicht. Ich glaube, Gott hat richtig aufbegehrt und hat gesagt, hey, das funktioniert so nicht. But God is wanting the people to understand, hey, you can't do this. Also, du kannst nicht mit Gott respektlos und ja, so umgehen, wie du möchtest. God needs to be respected. We can't just treat him any way we choose. Und ich glaube, als Christen gibt es das, was wir manchmal vergessen, weil wir ganz oft über Gott als den Vater und als den guten Gott reden, der wirklich ist. And I think sometimes as Christians we can fall into this trap. We forget because we like to just think of God as a loving father who will allow us to get away with anything. Ja. Ich habe da mal das kurz für mich so persönlich zusammengefasst. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob Jesus zu dir kommt und dich dazu einlädt, dein Freund zu sein, oder ob du zu Gott läufst und ihm verkündigst, dass ihr jetzt Buddies seid. And this is something that I wrote down as kind of a summary of what I'm saying today. There's a difference between Jesus coming to you and inviting you to be his friend, and you just deciding to tell God that you and he are now buddies. Es ist ein großer Unterschied. Gott ist Vater, Gott ist Papa, aber er hat dich zu seinem Kind gemacht. There is a big difference. God is our Father, but he's the one who made you his child. Also wir als Christen, wir glauben an einen Gott, der zu uns kommt, We weil wir bel- nicht zu ihm kommen können. We believe as Christians in a God who has come to us because we were unable to get to him. Also wir können es nicht und deswegen sorgt er dafür, dass wir zu ihm kommen können. Because we didn't have the capacity, he took care of that problem and he has come to us. In der Zeit vor Jesus im Alten Testament, da gab es eben diese Orte und diese Gegenstände, die das zum Ausdruck bringen sollten, dass Gott nahe kommt. And in the Old Testament, there were places and there were objects that demonstrated that or illustrated that for the people that God's presence was there. Und sie haben sich gereinigt und sie haben sich vorbereitet mit all dem, was sie getan haben, damit sie sich bewusst werden, wem sie gerade begegnen. And the people would purify or cleanse themselves and they would prepare themselves to encounter their God. Und sie sagen, hey, jetzt begegne ich Gott. Jetzt begegne ich nicht nur Hinz und Kunst, sondern ich begegne mich Gott und ich mache mich dafür bereit. And they would prepare themselves to encounter a living God, not just some statue or an object. Und Gott sagt, hey, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. And God says, I am holy, you should be holy. Also Gottes Wunsch und Gottes Ziel, glaube ich, wird in dieser Geschichte sichtbar, der darin besteht, dass er immer wollte, dass Menschen bewusst werden, oder dass es Menschen bewusst wird, wer er ist. And we see that God's intention and God's goal for us as people is that we would be conscious of the fact that he is God. Und dass wir ihn ehren durch all das, was wir tun, durch unseren Alltag und dass das widerspiegelt, wer er ist. And that in our everyday life we would honor him and that what we do would reflect that he is holy and he is God. Also David nimmt das wahr. David hat diese Situation und er reagiert erstmal mit Wut und Zorn. And David recognized this fact and he got angry, he got upset at first. Ja, er dachte, hey, ich mache das ganz pragmatisch, ich ziehe das so durch und es hat nicht funktioniert. He got angry and upset because he thought, God, I'm trying to do something here for you and it didn't work. Aber dann sagt er uns und er gesteht es uns ein und das finde ich stark von David, ich habe den Herrn nicht gesucht. But then what I find really powerful in this story is that David responds and said, but I made a mistake. I didn't seek the Lord in how to do this. Ich habe es so gemacht wie die Philister und ich habe genau das durchgezogen, aber ich habe dich, Gott, und das, was du willst und wer du bist, nicht ernst genommen. And I wanted to do something good, but I did it just like the Philistines did, and I didn't do it your way, God. I messed up. Und das ist vielleicht ein bisschen eine rhetorische Frage, aber ich glaube, dass wir uns das auch manchmal fragen sollen, machen wir das? And I think this may be a rhetorical question we could ask ourselves, but do we do that? Do we ask ourselves this? Ja, bitten wir Gott um seine Sichtweise? Do we seek the Lord and ask for his wisdom and his perspective on the situation? Als David mitbekommt, was für Auswirkungen sein Handeln hatte, When David realized what kind of a result his actions had,
und wie Gott reagieren kann. And he saw how God was going to react. Da schreibt uns die Bibel hier ganz ausdrücklich, er verspürte Ehrfurcht. It says here very specific. It says he was overcome with a sense of reverence or fear of the Lord. Und die erste Reaktion, die war so, hey, wie soll die Lade jetzt zu mir kommen? And his first response is, "Oh, great! Now how am I going to get the covenant to me, the ark to me?" Weißt du, seine Begrenzung war auf einmal da. Sagen, hey, ich kann nicht gottgerecht handeln. And he just suddenly realized, I can't do this. Ich kann nicht so handeln, dass Gott es gefallen wird aus mir heraus. And I won't be able to please God just by doing it in my own way, my own strength. Und ich glaube, für mich persönlich beginnt Ehrfurcht und genau wie bei David da, wo ich einsehe, dass ich nicht Gott sein kann. And I think that that's where reverence in our life begins, is when we reach the point of saying, I'm not God. Und Ehrfurcht beginnt auch mit so einem Staunen, wie Emi das uns von diesem Wasserfall beschrieben hat, wo ich etwas Großes, Monströses sehe, wo ich gleichzeitig unglaublich fasziniert bin. And just like what Amy said last week, that we get this sense of awe and wonder, just like when we look at a beautiful, powerful waterfall, that we just have to stand in awe before this thing. We need to come to that point with God. Ehrfurcht führt zu einer bewussten Unterordnung There's a conscious submission on our part. und bewussten Fragen nach Gottes Willen. And it's a conscious questioning or asking, God, what is your will? Uns wird dann beschrieben, dass David sich aufmacht im weiteren Text und dass er die Lade holt und dass er das feiert und die Lade zurückbringt nach Jerusalem. And it tells us in another text that David did it the right way and he celebrated and he brought the ark to Und wie wir Jerusalem. gelesen haben, hat David sich wirklich den Kopf gemacht und war nun besser vorbereitet. And we see that David took time to seek the Lord and he was better prepared the second time around. Also ich glaube, er hat wirklich dann ist nach Hause gegangen und hat gesagt, okay Gott, du bist ein großer Gott. Wie hast du dir das denn gedacht? And I think that he went back home and he said, God, you're a great God, and how did you want me to do it again? Ja. Er hat gesagt, hey, ich möchte dich fürchten. Du bist ein Gott, dem Ehre gebührt. Ich möchte mich dir unterordnen. Ich möchte von dir Weisung bekommen. And I believe that his prayer probably went something like this. God, I want to respect you. I want to revere you. I want to honor you. I want to do it your way. Ja. Und ich glaube, wie wir persönlich wissen können, ob wir Ehrfurcht haben, ob wir wirklich in Ehrfurcht leben, ist, wenn wir uns so Fragen stellen, wie David sich wahrscheinlich Fragen gestellt hat. And I think a good way to gauge or to check how much reverence we have for God in our own life is how often do we ask that question, God, what is it that you want? Ja, inwiefern bin ich mir bewusst, dass du Gott bist und ich es nicht bin? And how conscious am I on a daily basis of that fact, you are God and I am not? Inwiefern bin ich mir bewusst, dass wir es im Abendmahl gefeiert haben, dass du, Jesus, am Kreuz für mich gestorben bist? For example, today as we celebrated communion, we asked that question, Jesus, I see that you are the one who died on the cross for me. Und inwiefern gebe ich Gott wirklich Raum in meinem Leben? And in reaction to that, or in response to that, how much room do I give you, or how much control of my life do I give you? Ich glaube, das bedeutet Ehrfurcht, Gott zuerst an erster Stelle zu stehen und ihn zu fragen und nicht auf sich selbst zuerst zu vertrauen. I think that reverence or the fear of the Lord means to put God in first place. Und es mal so ganz down to earth zu sagen in unsere Sprache von heute, Ehrfurcht bedeutet Nein zur Selbstverwirklichung. And I think to just really put it in the vernacular, reverence means to say no to self. Es bedeutet nämlich Ja zu dem zu sagen, dass Gott sich in mir verwirklicht. That I'm going to say no to really self-actualization and I'm going to say yes to God. Das hat David gemacht. Er hat gesagt, okay, ich möchte deinen Willen tun, aber ich möchte es auf die Art und Weise machen, wie du es willst. And this is what David did. He said, I want to do your will and I want to do it your way, God. Ich möchte nicht mich verwirklichen, ich möchte, dass du verwirklicht wirst. And I want to see you in first place. Ich glaube, wir haben nicht automatisch Ehrfurcht. I don't think this is something that we just naturally have, reverence. Ich glaube, dass wir Ehrfurcht erfahren, erleben und lernen. I think it's something that we experience, that we develop and we grow in and we learn it. Ja. Dass uns dieses bewusst wird, wer Gott ist, wie Gott ist und was für eine Folge das für unser Handeln hat. And to that degree in which we greater understand who God is, it's developed and it grows in us. Ich glaube, es ist elementar für uns Christen, Ehrfurcht vor Gott zu haben. But I think this is something fundamental for us as Christians, to know who God is, to revere him.
Nicht nur zu sagen, hey, du bist mein Buddy, ist schon alles klar, ne? Not just to say, God, you're my buddy, and everything is cool. Sondern sich bewusst zu sein, hey, Gott hat mich eingeladen, mit ihm zu leben. But to recognize the fact God has invited me into relationship with him. Ja, es ist seine Idee, es ist sein Plan und er möchte, dass ich ihn fürchte und seine guten Pläne für mich in Anspruch nehme. It's his idea, it's his plan, and he has a claim on my life. Amen. Amen.